Moin, schön, dass du wieder Zeit mitbringst. Obwohl, heute könnte wieder so ein Video werden, wo ich nicht genau weiß, ob ich das gerade mache oder ob ich mich dabei selber beobachte. Denn heute schauen wir beide mir mal über die Schulter bei meinem Drehtag. Also ich muss ja sagen, ich habe echt Gefallen daran gefunden, mit dir zu teilen, wie ich versuche, meinen YouTube-Kanal ein bisschen professioneller zu gestalten. Allerdings hoffe ich, dass ich dich tatsächlich auch bald mal über meine Schulter schauen lassen kann, wenn ich meine kleinen Kurzfilme produziere. Aber ich glaube, das mache ich dann doch besser als Rückblick. Nicht, dass ich dir das Ende verrate, bevor du den Film gesehen hast. Das wäre ja Quatsch. Also machen wir jetzt weiter mit meinem Produktionsablauf für so ein YouTube-Video, und zwar heute mit meinem Drehtag. Das ist das dritte von 4 Videos zu meinem gesamten Arbeitsablauf. Im ersten Video meiner kleinen Mini-Reihe habe ich dir ja gezeigt, wie ich versuche, meine Woche zu strukturieren, damit wir uns auch wirklich jedes Wochenende hier sehen können. Aktuell bedeutet das, wo ich das gerade anpacke, etwa 3 bis 4 Abende, die ich brauche, bis so ein Video fertig ist. Ein Abend Vorbereitung, einen Abend aufnehmen und dann 1 bis 2 Abende für die Nachbearbeitung. Also das muss definitiv irgendwie ein bisschen effizienter werden, damit ich auch wieder Zeit für andere Dinge finde. Erinnerst du dich noch an das erste Video aus diesem Jahr? Ich meine, als wir angefangen hatten, uns hier irgendwie jedes Wochenende zu treffen, das hat mir von Anfang an irgendwie total Spaß gemacht. Die unterschiedlichen Perspektiven, ich spreche dich direkt an. Ich möchte dir einfach so ein bisschen das Gefühl geben, als würdest du mich wirklich jedes Wochenende hier in meinem Studio zu Hause besuchen. Deswegen auch die ganzen Experimente mit den unterschiedlichen Perspektiven. Ich würde sagen, heute können wir das so machen mit der Einstellung in etwa. Sonne ist weg, das heißt draußen ist dunkel, kein Gegenlicht. Das geht. Ja, dieses erste Video, das habe ich tatsächlich noch chronologisch aufgenommen und die Kamera dann immer nach jeder Passage einfach woanders hingestellt. Das hilft zwar unglaublich, um im Fluss zu bleiben, aber es kostet halt Zeit, die Kamera neu auszurichten. Ich habe damals einen Weitwinkel benutzt und hatte das Mikro oben auf der Kamera, weil die ja dann recht dicht an mir dran stehen konnte. Aber bei so einem Weitwinkel finde ich, das verzerrt so ein bisschen die Proportion meines Kopfes und meines Gesichts. Deswegen habe ich das Objektiv gewechselt, dann musste die Kamera aber weiter weg und dann kann das Mikro nicht mehr oben auf die Kamera, also muss das woanders hin. Und wenn ich dann das Mikro neu aufbauen muss, die Kamera neu aufbauen muss und mit meinem Anspruch an Beleuchtung nach jeder Passage umbauen, das musste einfach irgendwie anders werden. Also habe ich dann irgendwann angefangen, die ganzen Passagen, die zu einer Perspektive gehören, einfach hintereinander weg aufzunehmen. Das heißt, da muss ich dann weniger umbauen und ich bin mir vor allem sicher, dass der Bildausschnitt auch immer der gleiche ist. Du baust einfach alles so auf, wie du es haben willst, Kamera dahin, wo du es brauchst, Mikro ausgerichtet, Beleuchtung ausgerichtet. Das Einzige, was dann natürlich merkwürdig ist, dass du deinen Text auf einmal nicht mehr in der richtigen Reihenfolge sprechen kannst. Ja, und so hat sich das eigentlich für mich bisher ganz gut bewährt. Ich versuche zusätzlich noch zwischen den Perspektiven. Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Du kommst halt irgendwie echt super schnell durcheinander. Und da kommt dann mein kleines Drehbuch ins Spiel hier. Das hilft mir im Fluss zu bleiben, weil ich da einfach nachschauen kann, was eigentlich der letzte Satz gewesen ist oder gewesen sein wird oder hätte gewesen sein sollen. Wie auch immer, wie gesagt, das hilft mir einfach nur im Fluss zu bleiben und ich lerne die ganzen Passagen auch nicht wirklich auswendig. Ich gucke mir die an und gebe sie dann einfach nur inhaltlich wieder. Ich mache so 1, 2 Trockenübungen und dann vor laufender Kamera, bis mindestens 2 gute Takes dabei waren. Ja, und so hat sich das eigentlich für mich bisher ganz gut bewährt. Ich versuche zusätzlich noch zwischen den Perspektiven immer so ein bisschen den Kopf zu bewegen, weil dann habe ich eine Bewegung, auf der ich bei der Nachbearbeitung direkt den Schnitt setzen kann. Und noch ein kleiner Tipp, und das kannst du in deinen Videos tatsächlich auch mal ausprobieren. Wenn du weißt, dass dir der Take geglückt ist, mach eine kurze Pause und dann klatsch einmal in die Hände. Du siehst dann hinterher bei der Nachbearbeitung in der Audiospur so einen Ausschlag und weißt, der Take davor, der war okay, den kann ich benutzen. Dazu aber noch mehr am nächsten Wochenende, wenn es um meine Nachbearbeitung geht. So langsam bekomme ich echt Übung da drin und ich finde, ich werde von Video zu Video besser und die Videos werden lebendiger. Bald hast du vermutlich wirklich das Gefühl, dass du mich hier in meinem Studio besuchst. Du kannst mir in den Kommentaren ja mal schreiben, was du gerne trinkst, damit ich das dann auch im Haus habe. Ja, Spaß beiseite. Ich versuche aber trotzdem weiter daran zu arbeiten, dass ich besser werde und die Videos für dich interessant bleiben und du einfach gerne hier vorbeischaust. Lass uns jetzt kurz, wie immer am Ende, noch einmal kurz auf mein letztes Video zurückgucken. Ich muss ja sagen, das war irgendwie das beste Video, das ich dieses Jahr aufgenommen hatte. Alles wirkte so wunderschön gemütlich und so, als wärst du wirklich hier zu Besuch in meinem Studio.
Da fand ich es dann auch gar nicht weiter schlimm, dass sich das große Hauptlicht im Fenster gespiegelt hat. Denn dadurch, dass die Jalousien offen waren, kannst du so im Hintergrund so ein bisschen das Großstadt-Flair erahnen. Ich hoffe, so eine ähnliche Stimmung ist mir heute auch wieder geglückt. Und dass diesmal keine Kabel im Bild sind. Ich meine, den Kabelsalat konnte ich zum Glück beim letzten Video so ein ganz klein bisschen beim Color Grading im Schatten verstecken. Aber ich bin wirklich mal gespannt, wie dieses Video heute wird. Denn so viel habe ich mich ja bei einer Aufnahme noch nie bewegt. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch für heute, obwohl mir fällt gerade ein, ich habe dir überhaupt gar nicht erzählt, welches Equipment ich benutze. Ach, weißt du was, da machen wir irgendwann einfach mal ein gesondertes Video drüber, so über Kamera, Mikro, Beleuchtung und die ganzen Einstellungen dazu. Was denkst du? Nächstes Wochenende schließen wir diese Mini-Reihe dann erstmal ab und wir schnacken ein bisschen über meine Nachbearbeitung und die Veröffentlichung eines solchen Videos. Ich danke dir wieder für deine Gesellschaft, es war mir wieder ein Fest. Pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns. Heute ist also, boah Gott, nee, alter Dicker. Boah, das sind echt die Drehbücher, ne? Eieiei, jetzt hast du den Floh im Kopf, dass du es ohne machen sollst. Zeige ich dir nachher am... Ich hätte fast klatschen können. Schade, das mit dem... Ich will das Schnacken drin haben. Ich finde Schnacken ein cooles Wort.